Krieg in der Ukraine. Die Börse macht, was sie möchte. Wir erleben aktuell turbulente Zeiten am Kapitalmarkt, könnte man denken. In diesem Video schauen wir einmal auf einzelne herausgepickte militärische Konflikte in der jüngeren Geschichte und blicken darauf, welche Ausschläge im MSCI World messbar waren. Dieses Video beinhaltet in keinem Fall irgendeine Handlungsempfehlung, könnte den einen oder anderen Ruhepuls aber deutlich absenken. Mit dem Video möchte ich keineswegs militärische Konflikte verharmlosen, vielmehr eigentlich die bittere Realität darstellen, wie die weltweite Wirtschaft auf derartige Konflikte und Kriege reagiert. Ein großes Dankeschön an die Kanalmitglieder Jan Engelmann, Fabian Marquardt, Martin Klemer und Fabrizio Rutz. Wenn auch du wissen möchtest, welche Vorteile Kanalmitglieder besitzen, dann klicke unter dem Video auf den Button Mitglied werden. Wir starten mit dem Sprung zurück in das Jahr 1978. 1978, da war Krieg in Afghanistan. Im April 1978 gab es einen Staatsstreich durch afghanische Kommunisten, der einen Aufstand weiter Teile der Bevölkerung in Afghanistan nach sich zog. Dezember 1979, jetzt intervenierte die Sowjetunion militärisch in dem Konflikt und setzte die neue kommunistische Regierung ein. Von April 1978 bis Dezember 1979 ist im Verlauf des MSCI World Index auf Monatsbasis keinerlei Notiz von den Geschehnissen in Afghanistan zu nehmen. Im Gegenteil, der Kurs des MSCI World stieg in diesem Zeitraum um fast 20% an. In den Monaten Januar und Februar 1980, nachdem die Sowjetunion in den Konflikt eingegriffen hat, gab es jedoch einen Kursrückgang von mehr als 11%. Also ganz ähnlich zu dem Kursrückgang, den wir auch jetzt zuletzt beobachten konnten. Der Kursrückgang damals hing auch damit zusammen, dass die USA das Vorgehen der Sowjetunion stark kritisierten. Gleichzeitig standen mehrere Sanktionen gegen Russland im Raum, also auch wie heute, und der Boykott der Olympischen Spiele in Moskau. Russland drohte Anfang Februar 1980 den Europäern mit einem Wiederaufleben des Kalten Krieges, falls die Boykottmaßnahmen, die die USA wegen des Einmarsches in Afghanistan gegen die Sowjetunion verhängt hatten, von den Europäern unterstützt würden. Also auch hier haben wir wieder eine Parallele mit Sanktionen und einem militärischen Konflikt. Nach Bombenanschlägen in Westberlin auf das Konsulat der Sowjetunion durch afghanische Widerständler und einem formellen Einverständnis der neuen afghanischen Regierung, dass das Militär der Sowjetunion rechtmäßig in Afghanistan stationiert sei, sowie verschiedener Treffen zwischen den Staats- und Regierungschefs, boykottierten viele Länder im Juli die Olympischen Spiele in Moskau. Trotz vieler Kritik an dem Vorgehen in Afghanistan, vermehrten Rebellenangriffen auf die russischen Militärs, rührte sich 1980 hier nicht mehr viel. Dem Aktienkurs bzw. dem Kurs des MSCI World war das relativ egal. Nach dem Tiefpunkt im Frühjahr kletterte der MSCI World noch um etwa 31% nach oben. Lange Auswirkungen hatte dieser Konflikt also nicht. Folgt auf Instagram dem Kanal Check Aktien, um keine News von den Börsen dieser Welt zu verpassen. Der Kanal versorgt dich mit kleinen Aktienanalysen und sorgt mit guten Memes zwischendurch auch immer wieder für gute Laune. 2001 erneut Krieg in Afghanistan. Infolge der Terroranschläge vom 11. September 2001 gingen die Vereinigten Staaten in Afghanistan ein Bündnis mit der Anti-Taliban-Koalition der Nordallianz ein, deren Truppen am 7. Oktober 2001 mit US-Luftunterstützung die Stellungen der Taliban angriffen. Diese Phase des Krieges endete mit der Eroberung der Hauptstadt Kabul und verschiedener Provinzhauptstädte im November und Dezember 2001 durch die Nordallianz. Ausschlaggebend im Kurs war hier sicher das Ereignis vom 11. September 2001. Der Kurs erholte sich anschließend bis November, also genau während dem Ausbruch des Konfliktes, ein wenig. 2002 begann allerdings relativ bescheiden und im Sommer ging es dann hier noch weiter bergab im Kurs. Es dauerte anschließend nach dem 11. September 2001 bis Anfang 2004, bis sich der Markt von diesem Bärenmarkt wieder erholt hatte, beziehungsweise von diesen Tiefs. Das lag allerdings ebenfalls an der geplatzten Tech-Blase und den bereits sinkenden Kursen seit dem Frühjahr 2000. Der 11. September hat zwar kurzfristig Einfluss auf die Kurse genommen und das auch relativ heftig, war im langen Zeithorizont aber wahrscheinlich kein wesentlicher, sondern eher ein zusätzlicher Faktor zur Gesamtmarktlage. Es dauerte übrigens bis 2006, bis der MSCI World wieder bei den Werten aus dem Jahr 2000 angekommen war. Anstatt militärischer Konflikte im Einzelnen ist hier die Gesamtlage im Markt selbst also ausschlaggebend. 2003 Irakkrieg. In den gleichen Zeitraum wie zuvor erwähnt fällt auch der Beginn des Irakkrieges. Er begann am 20. März 2003 mit der Bombardierung ausgewählter Ziele in Bagdad und führte zur Eroberung der Hauptstadt und zum Sturz des damaligen irakischen Diktators Saddam Hussein. Am 1. Mai 2003 erklärte US-Präsident George Bush den Krieg für siegreich beendet. Im großen Zeithorizont sehen wir, dass der Bärenmarkt und die schlechte Lage im MSCI World Index
also auf dem Weltmarkt insgesamt, ziemlich exakt zur Zeit des Irakkrieges den Tiefststand in Sachen Kurs erreicht hat. Von März bis Mai 2003 stiegen zumindest die Kurse an den Börsen, trotz des Konfliktes. Im unmittelbaren Vorfeld waren sie relativ stark gesunken. Im Bild vorher haben wir aber auch schon gesehen, dass diese Bewegung so etwas wie die Bodenbildung im gesamten Bärenmarkt damals war. Kaukasuskrieg 2008. Beim Kaukasuskrieg 2008 handelte es sich um einen militärischen Konflikt im Südkaukasus zwischen Georgien und Russland. Die offenen Kampfhandlungen zwischen Soldaten der georgischen Armee und einigen Milizenverbänden begannen bereits im Juli 2008 und eskalierten in der Nacht zum 8. August, in der georgische Einheiten eine Offensive zur Rückgewinnung der Kontrolle über die ganze Region begannen. Daraufhin griffen aus dem Nordkaukasus russische Truppen an, drängten die georgische Armee zurück und rückten bis ins georgische Kernland vor. Bis zum Waffenstillstand am 12. August, also nur wenig später, wurden insgesamt etwa 850 Menschen getötet und zwischen 2500 und 3000 Menschen verwundet. Die Reaktion des Weltmarktes in den entwickelten Ländern war praktisch gleich null. Sowohl der MSCI World und der Emerging Markets Index bzw. die jeweiligen ETFs dahinter liefen zwischen dem 8. August und dem 12. August in diesem Jahr 2008 sogar noch nach oben und gewannen an Wert. Der Juli war praktisch zuvor auch konstant. Man darf nicht vergessen, dass dieser Konflikt im Schatten der Finanzkrise stand. Wenig später erreichte diese einen weiteren Höhepunkt mit dem Zusammenbruch der US-amerikanischen Großbank Lehman Brothers am 15. September 2008. Der Markt im unmittelbaren Vorfeld des Russland-Georgien-Konfliktes war also fundamental anders als der Markt heute. Heute kommen wir aus einem über mehrere Jahre enorm starken Bullenmarkt, in dem die Kurse praktisch nur eine Richtung kannten und viele Aktien auch stark überkauft sind. Damals war die Situation rund um diesen Konflikt mit Russland bereits wesentlich negativer geprägt. In Kombination mit möglicherweise steigenden Zinsen, einem anstehenden Konflikt zwischen China und Taiwan, kommen die News aus Russland und der Ukraine nun zu einem Zeitpunkt, an dem viele Anleger eigentlich keine langen Seitwärtsphasen oder sogar auch mal Abwärtsphasen gewöhnt sind. Und so kann es natürlich dann auch schnell zu einer Überreaktion kommen. 2011 Bürgerkrieg in Syrien. Auslöser des Konfliktes war ein friedlicher Protest gegen das autoritäre Regime Assads im Zuge des arabischen Frühlings Anfang 2011. Seit dem 15. März 2011 gab es hier bewaffnete Auseinandersetzungen verschiedener Gruppen. Am 29. April 2011 erließ US-Präsident Obama weitere Sanktionen gegen leitende syrische Beamte und sonstige syrische und iranische Regierungsstellen. Am 18. Mai 2011 folgte dann die Executive Order auch gegen Regierungsmitglieder Syriens und die Sperrung von syrischen Immobilien in den USA. Am 4. August 2011 weiteten die USA die Sanktionen noch weiter aus. Am 5. August 2011 rief das US-Außenministerium alle US-Bürger auf, Syrien zu verlassen. Die Geschehnisse im Frühjahr 2011 hatten möglicherweise starken Einfluss auf die Wirtschaft bzw. zumindest auf den MSCI World. Dieser verlor zwischen April 2011 und September 2011 ca. 20% seines Wertes. Seit der Nacht vom 22. zum 23. September in diesem Jahr flogen Kampfflugzeuge der USA zusammen mit Flugzeugen aus den Golfstaaten Angriffe gegen Stellungen der Miliz IS in Syrien. Ein UNO-Mandat gab es dafür übrigens nicht. Die langfristigen Auswirkungen sind sicherlich an vielen Stellen bereits diskutiert worden. Kurzfristig sank der MSCI World damals auf einen zwischenzeitlichen Niedrigstwert im September 2011. Anschließend ging es jedoch wieder stetig bergauf und der Kurs erholte sich. Es dauerte jedoch bis ins Frühjahr 2013, bis das Hoch aus dem März 2011 wieder erreicht werden konnte. 2 Jahre lang keine Höchststände im Markt. Mit Blick auf die letzten Jahre wäre das für den einen oder anderen neuen Anleger wahrscheinlich schon eine mittlere Krise. Man darf aber nicht vergessen, dass sich die Weltwirtschaft nicht nur als Reaktion auf die Konflikte in Syrien bewegte, sondern dass gerade 2011 auch die Haushalts- und Schuldenkrise in den USA ein maßgeblicher, womöglich weitaus wichtigerer Faktor der Kursbewegungen war. Wegen der damals allgemein unruhigen Lage an den Finanzmärkten erreichte Gold damals zum Beispiel im August 2011 ein Allzeithoch von über $1.700 je Feinunze. In der EU wurden zudem damals Leerverkäufe von einzelnen Aktien wegen der Eurokrise ausgesetzt, was ebenfalls zeigt, dass der Syrien-Konflikt hier im Verhältnis wohl eher nebensächlich war und dass es ein kleiner Zufall war, dass das zur gleichen Zeit passierte.
2014, Krieg in der Ukraine. Der russisch-ukrainische Konflikt ist ein seit mindestens Februar 2014 andauernder bewaffneter Konflikt, der in 2022 natürlich jetzt wieder besonders in den Fokus rückt. Am 20. Februar 2014, also ziemlich genau vor 8 Jahren, intervenierte Russland auf der Krim und annektierte diese dann nach einem umstrittenen Referendum einige Wochen später. Im weiteren Verlauf des Jahres 2014 gab es immer wieder Konflikte zwischen den prorussischen Separatisten und der ukrainischen Armee. Im August 2014 begann mit einer stark verstärkten russischen Unterstützung eine neue Phase im Konflikt, in der die ukrainischen Kräfte weiter zurückgedrängt wurden, nachdem sie zuvor durch Geländegewinne die Milizen immer mehr und mehr von Russland abgeschnitten hatten. Die prorussischen Milizen wurden von Russland nicht nur durch Kriegspropaganda, sondern auch durch den Einsatz von regulären russischen Soldaten unterstützt, was die russische Regierung damals allerdings bestritt. Am 12. Februar 2015 wurde in Minsk mit der Unterzeichnung eines neuen Waffenstillstandes, nämlich mit dem Namen Minsk II, ein erneuter Versuch einer diplomatischen Deeskalation und Befriedung der Region unternommen. Der Kurs des MSCI World nahm von diesem ganzen Thema kaum Notiz. Im Vorfeld, im September 2013, schlug der MSCI World Index einen starken Wachstumskurs ein, der bis Mitte 2015 anhielt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine spielte damals offensichtlich keine große Rolle. Vielmehr stand zudem noch ein weiteres Ereignis im Vorfeld im Mittelpunkt. Im Herbst 2013, nachdem es so ausgesehen hatte, dass ein Eingreifen der USA im Syrien-Konflikt kurz bevorgestanden hätte, kam heraus, dass dieses kurzfristig nicht in die Tat umgesetzt wird, was den Kurs des MSCI World im Herbst 2013 möglicherweise etwas beflügelt haben könnte. Dennoch wird hieran schon einmal mehr klar, dass einzelne Ereignisse je nach Gesamtmarktlage mehr oder eher weniger Einfluss haben. In einem negativ geprägten Marktumfeld mit schlechten Ergebnis- und Entwicklungskennzahlen der Unternehmen, drohenden Zinssteigerungen und gleichzeitig bereits hohen Kursen, messbar an dem KGV zum Beispiel, an dem Kurs-Gewinn-Verhältnis, innerhalb eines Bullenmarktes, können internationale Konflikte natürlich die Kurse beeinflussen, so wie es eben in den vergangenen Wochen in dem Russland-Ukraine-Konflikt der Fall war und auch immer noch ist. Was zudem noch wichtig ist, wir haben in allen historischen Charts hier immer den Endkurs am Monatsende betrachtet, also die historische Entwicklung auf konsolidierter Monatsbasis. Innerhalb der Monate sind die Schwankungen natürlich deutlich größer, je nach tagesaktueller oder wöchentlicher Entwicklung. Die Key Learnings aus diesem Video sind: Ein einzelnes politisches Ereignis macht noch keinen Markt, sondern es ist immer die komplexe Marktgesamtsituation zu betrachten, mit allen Playern wie zum Beispiel Zentralbanken, die Wirtschaftsleistung oder die Wirtschaftslage der Unternehmen, Bewertung der einzelnen Aktien und die internationalen bzw. geopolitischen Entwicklungen der einzelnen Länder. Maßgeblich für die Bewegungen sind die Erwartungen der Anleger, Investoren, Analysten und Experten. Die Kurse von einzelnen Aktien und damit auch die Kurse der großen Indizes spiegeln die Erwartungen aller Player in der Zukunft oder für die Zukunft wider. Je nach Marktphase, positive Stimmung oder negative Stimmung, kann der Markt natürlich kurzfristig stark schwanken, korrigiert dann aber in der Regel auch relativ schnell wieder nach gewissen Neuigkeiten. Den Markt in dieser Hinsicht zu timen ist enorm schwer und dazu bedarf es eben einer permanenten Information über die Gesamtmarktlage, die der normale Anleger nur schwer erlangen kann, es sei denn, er hat ziemlich viel Zeit und nichts zu tun. Dem Markt voraus zu sein ist daher sehr schwierig und gelingt praktisch den wenigsten. Letzten Endes sind Konflikte und Kriege, die sich zum Beispiel auch im Nahen Osten abspielen oder in weniger wirtschaftlich relevanten Ländern, in der Regel nur Randnotizen gewesen in der Vergangenheit, die den Kursverlauf des MSCI World nicht zwangsweise stark und unmittelbar stark beeinflusst haben. Die Beziehung von Russland zum Westen hat jedoch schon vermehrt zu kurzweiligen starken Kurseinbrüchen geführt. Das geht ja bis zurück in die 70er, 80er Jahre. Die in den Folgemonaten dann aber immer wieder, wie wir eben gesehen haben, relativ schnell kompensiert wurden. Gleichzeitig zeigt sich eben auch, dass der größere makroökonomische Rahmen meistens deutlich mehr Einfluss hat als einzelne militärische Konflikte oder Kriege. Die Besonderheit ist jetzt eben, dass der Krieg in Europa stattfindet, was sehr ungewöhnlich und neu ist, und erneut geopolitische Konflikte zwischen Russland und dem Westen aufleben. Ob die Kursrückgänge aus der vergangenen Woche oder auch von heute zum Beispiel gerechtfertigt sind, wage ich nicht zu beurteilen. Letztendlich war ein militärisches Eingreifen von Russland in diesem Ausmaß unerwartet. Das sage nicht ich persönlich, das ist nicht meine eigene Meinung, sondern
Das ist ganz simpel aus den Kursreaktionen im Markt in der vergangenen Woche abzulesen. Zwischenzeitlich ist der Markt zwischen Anfang Januar und letzter Woche um 11% gefallen, bevor gegen Ende letzter Woche dann wieder ein relativ starker Bounce zu beobachten war. Viele Anleger haben eben nicht mit einem militärischen Konflikt oder einem Krieg in diesem Ausmaß gerechnet. Das zeigt eben diese Kursschwankung und das Zurückgehen des Kurses. Gleichzeitig ist die Ukraine kein NATO-Staat. Geht der Konflikt also weiter und wird NATO-Gebiet von Russland ins Auge genommen, kann dies natürlich noch stärkere Auswirkungen auf den Kurs in Zukunft haben. Ich denke aber, dass genau diese Option durch die heftige Reaktion im Markt zwar nicht vollends eingepreist wurde, der starke Kursrückgang und damit aber auch eben das Ausdrücken der Verwunderung im Markt über Putins Eingreifen und über die Realität, die dann eingetreten ist, wird aber auch zu einem gewissen Grad jetzt die militärische Unberechenbarkeit Russlands aktuell mit eingepreist haben. Also man denkt schon so ein bisschen, okay, das war jetzt ein krasser Schritt, da könnte ja noch das und das kommen und insofern preist man da eher etwas zu viel Risiko ein, als es möglicherweise Realität wird. Wenn natürlich ein NATO-Staat angegriffen wird, bin ich mir ziemlich sicher, ist das auch noch nicht in den Preisen eingepreist heutzutage. Das heißt, der Kurs ist stärker gesunken als möglicherweise gerechtfertigt, weil man bereits von den nächsten Hiobsbotschaften ausgeht. Sollten also weiteren schlechten Nachrichten eintreffen, wobei man natürlich bewerten muss, was ist schlecht und gut in so einer Situation, wird der Kurs wahrscheinlich noch weiter gedrückt werden. Kleinste Zeichen eines Friedens könnten allerdings dazu führen, dass sich der Markt möglicherweise schnell wieder erholt oder zumindest ein wenig erholt, weil der Markt eben im Vorfeld jetzt überdurchschnittlich negativ geprägt worden ist. Das erklärt auch, warum der Markt an einzelnen Tagen trotz anhaltender schlechter oder relativ schlechter Nachrichten nicht weiter gesunken ist, sondern wieder etwas zurückgelaufen ist. Abschließend bleibt nur zu sagen, dass wir in erster Linie hoffen müssen, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine schnellstmöglich beendet wird und dass möglichst viel unnötiges Blutvergießen verhindert werden kann. Meine Botschaft mit diesem Video soll sein, dass man sich als Buy-and-Hold-Anleger mit langfristiger ETF-Strategie nicht aus der Ruhe bringen lassen sollte, da es ohnehin äußerst unwahrscheinlich ist, dass man vorhersagen kann, was als nächstes passieren wird. Die Gesamtlage im Markt, wenn wir neben dem Thema Ukraine und Russland auch noch auf die Zinspolitik blicken und auch noch nach China blicken, die möglicherweise vor einem Konflikt mit Taiwan stehen könnten, zumindest so, wie man die Nachrichten immer ein bisschen verfolgen kann, bleibt natürlich sehr, sehr, sehr komplex. Als langfristiger Anleger mit einer Faktorstrategie und einem Buy-and-Hold-Ansatz habe ich das Treiben in den letzten Tagen natürlich aus einem politischen und auch aus einem menschlichen Interesse heraus verfolgt. In mein Aktiendepot oder ETF-Depot habe ich dabei in den vergangenen Tagen weniger als einmal pro Tag reingeschaut, weil es nicht meine Strategie ist, den Markt zu timen und ich nicht glaube, dass es Sinn macht, jetzt hier in diesem unvorhersehbaren Markt raus und rein zu gehen in den Markt, sondern ich denke, dass die Buy-and-Hold-Strategie für mich persönlich mit meinem Risikoempfinden genau das Richtige ist. Und wenn man sich eben die letzten Krisen anschaut, dann sieht man, entweder war die Marktgesamtlage schlecht und es gab noch weitere Faktoren, die neben einem Krieg und Konflikt da reingespielt haben, die eine große Rolle gespielt haben. Oder eben die Gesamtmarktlage war gut und von solchen Konflikten und Kriegen war meistens nach wenigen Wochen und Monaten im Kurs nicht mehr viel zu sehen.